Mann, dieser Job ist echt hart. Und am Ende kommt kaum was bei rum. Aber wenn ich die Alternative zur rechtschaffenden Arbeit in Erwägung ziehe, oh je, das mit der neuen Wohnung wird wohl nichts. Oh, schaut mal. Ey, du da! Gehörst du zu uns? Zu euch? Na, zu Haxal, der krassesten, wildesten und brutalsten Bikergang in der Stadt. Der gehört wohl nicht zu uns, so wie er sich anscheißt. Zeig mal, was du in der Tasche hast, sonst endet das hier übel für dich. Das ist ja ein ganz wilder. Jungs, wisst ihr, wofür es mal wieder Zeit ist? Hey! Warum rennst du denn? Von mir muss man doch keine Angst haben. Weißt du denn gar nicht, mit wem du redest? Der Name ist Wang und ich bin der Anführer der Biker-Gang Haxal. Yeah! Ich dachte eigentlich, du würdest mich kennen. Bei den Ladies bin ich unter anderem als der perfekte Mann bekannt, wodurch sich mein Name eigentlich rumgesprochen haben sollte. Na, da staunst du Bauklötze, was? An Wang kann man sich wirklich ein Beispiel nehmen. Ja, genau. Und überhaupt, wer das Gesicht vom Boss gesehen hat, wird entweder zum Teil unserer Bande oder zum unfreiwilligen Teilnehmer unserer Lieblingsshow. Abschaum. Wie war das? Ich werde niemals zu kriminellem Abschaum, wie ihr es seid. So wie euresgleichen tagtäglich die hart arbeitende Bevölkerung terrorisiert, will ich nicht enden. Anstelle mit anständiger Arbeit etwas Eigenes zu erschaffen, stehlt ihr alles nur von anderen. Da ist es doch die einzig logische Schlussfolgerung zu denken, dass Dreck wie ihr niemals geboren werden sollte. Wo ist denn auf einmal all deine Angst hin, du Held? Der will's wohl nicht anders. Na dann, heiße ich dich herzlich willkommen in... Wangs Zerhacklungsshow! Yeah! Der letzte unfreiwillige Teilnehmer meiner Zerhacklungsshow hat ganze 30 Minuten lang ausgehalten. Schaffst du es, ihn zu überbieten? Hey, siehst jetzt nicht mehr so aus wie ein Boss. Was ist denn aus deiner Show geworden? Na los, Winsel um dein Leben, du Kakerlake. Bitte, verschone mich. Ich geb dir all das Geld, was wir in Haxal angesammelt haben. Geld habe ich genug. Lass dir mal was Besseres einfallen. Bitte, verschone mich. Geil, nicht schlecht. Wer sagt's denn? Geht doch, sehr schön. Immer brav weiterlecken. Los, bettel um dein Leben. Bitte, verschone mich. Ihr Gangster seid so feige, Mann, ey.
Hey du, alles in Ordnung? Ja, alles klar. Ich habe dich beobachtet und dir zugehört. Lass mich dir eine Frage stellen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, egal was würdest du dir wünschen? Ich denke, ich würde mir wünschen, nicht mehr in diesem Kaff leben zu müssen. Falsche Antwort. Falsche Antwort? Du denkst zu klein. Es sollte die ganze Menschheit beeinflussen. Dann wäre es, dass alle Kriminellen auf dieser Welt eingebuchtet werden müssen. Ja, das ist schon besser. Nein, ich will, dass sie alle vernichtet werden. Jeder einzelne von ihnen. Nicht schlecht. Das gefällt mir. Schon bald werde ich die Möglichkeit haben, Kriminalität ein für alle Mal zu beseitigen. Ich sehe großes Potenzial in dir. Dein Herz ist am rechten Fleck. Schließ dich mir an und gemeinsam werden wir diese Welt verändern. Eine Welt ohne Kriminalität und Armut. Das ist Metropolis. Meine Utopie. Mach den ersten Schritt. Entledige dich diesen Parasiten. Zögere nicht. Ich meinte zwar, ich will, dass alle Kriminellen vernichtet werden, aber ich kann doch nicht einfach jemanden erschießen und ein Menschenleben auslöschen. Wobei, warte. Vielleicht liege ich falsch. Das ist genau das, worüber ich in letzter Zeit nachgedacht habe. Diese Welt ist verdorben und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, verdienen den Tod. Irgendjemand muss es tun, also warum nicht wir? Diese einmalige Chance, die er mir hier bietet, bekomme ich kein zweites Mal. Ja, jetzt begreife ich es. Auf jemanden wie ihn habe ich die ganze Zeit gewartet. Und deswegen... Sag mir, wenn wir alle Kriminellen in unserer Welt töten, können wir dann endlich frei sein? Ganz sicher. Nein, bitte! Lass mich leben! Ich sehe, dass dir die Armut viel zu schaffen macht. Ich biete dir ein sicheres neues Zuhause. Kommst du mit mir? Ja.光さすが灼熱の空へ魂がぶつかり合うため地へ悲しみに塗られた未来を救う Like a burning soul 燃やせ Like a burning star 炎先風を立ちその先へ恐れずに何もためらわず進め Episode 9 Metropolis. Ich bitte nun höflichst um Ruhe im Gastraum. Herr Jäger, ich finde es äußerst unhöflich, wie Sie uns hier so überrumpeln. Darf ich offen reden?
Wir wollten fair abstimmen und genau das haben wir getan. Nun sollten wir darüber sprechen, wie wir weiter verfahren werden. Keine Revolution vom Zaun brechen. Leider ist das hier viel zu wichtig, das seiner bloßen Neuabstimmung zu überlassen. Wir haben versucht, euch auf friedliche Weise zu überreden, aber ihr wolltet ja nicht. Die wahre Natur von Metropolis, der Welt ohne Kriminalität und Armut, ist es, jeden einzelnen Verbrecher permanent unter die Erde zu bringen. Nie wird ein Tag die Geschichte so dramatisch verändern wie der heutige. Sämtliche Spuren der Kriminalität werden sang- und klanglos untergehen. Das Land wird neu und makellos wiedergeboren. All der lästige Ballast wird endlich verschwinden. Dann halten wir etwas Wundervolles in unseren Händen. Versteht ihr, wovon ich rede? Von der Freiheit. Ihr müsst euch einfach nur um Metropolis verdient machen, dann werden wir alle Freunde. Von nun an werdet ihr also unseren Befehlen Folge leisten. Ihr wollt also alle Kriminellen umbringen, ohne ihnen eine zweite Chance zu geben? Und überhaupt, manch krimineller Akt ist nur ein Kavaliersdelikt. Eine sofortige Todesstrafe halte ich für etwas überzogen. Ein Scherz, finden Sie nicht? Ich mache keine Scherze. Johann spricht nichts als die Wahrheit. Ihr seid damit nicht besser als die Kriminellen selbst. Das ist doch viel zu extrem. Ihr geht damit viel zu weit. Was wir hier tun, ist viel zu gnädig. Wenn wir nicht alle Kriminellen auslöschen, wird sich absolut nichts verändern. Wie es aussieht, schätzt du deine Grenzen durchaus realistisch ein, Johann. Wenn ihr denkt, dass ihr Pistolenmündungen auf die Leute richten müsst, damit euch Hosenpissern überhaupt jemand Folge leistet, dann liegt ihr damit sehr richtig. Allerdings... Johann, du... Der ging daneben. Eigentlich wollte ich seinen Fuß treffen, um die Sache etwas zu beschleunigen. Entschuldigen Sie, Wirm, Ludwig, Luise, Ferdinand. Es tut mir aufrichtig leid. Mir war nicht bewusst, dass deren Motivation so hirnrissig und albern ist. Da konnte ich mir einfach das Schmunzeln nicht verkneifen. Ich werde meinen Job hier kündigen. Ich hatte eigentlich mit weitaus nobleren Absichten gerechnet, doch das, was Metropoliman und Zahlt ihm Respekt! Er hatte leider noch nicht kapiert, was Sache ist. Doch jetzt wird er es begriffen haben. Und ihr wisst nun auch, was geschieht, wenn man sich im Ton vergreift. Glücklicherweise sind mit den Amtsanwärtern deutlich klügere Personen hier vor Ort. Nicht wahr? Wenn ihr nicht auch noch euer Leben verlieren wollt, dann sorgt bitte für Gehorsam. Gibt es noch Leute unter euch, die das Projekt Metropolis unterstützen möchten, sollen sie sich melden. Wir werden sie mit großer Freude willkommen heißen. Mit euren Taten provoziert ihr die Gewaltspirale doch nur weiter hinauf. Vielen Dank für deine freundliche Warnung. Diese Sorge hat mich in der Tat ebenfalls schon beschlichen. Aber das Allerwichtigste ist wohl, dass man nicht zu anmaßend wird. Begreift ihr das? Mademoiselle Luise, Gentlemen, ich glaube nicht, dass wir hier mit Worten durchdringen werden. Wie gesagt, wichtig ist, dass man nicht zu anmaßend wird. Habt ihr das verstanden? Ihr stellt euch also der Gerechtigkeit in den Weg? Ihr, diejenigen, die die Kriminellen schützt, seid die wahren Verbrecher. Ich dachte damals auch, man könne das Böse mit der vollen Härte des Rechts bekämpfen. Aber dem ist nicht so. Und dann begriff ich es. Nur ein Dämon kann die Kriminalität vernichten. Ein Teufel. Den Dämon zu erwecken, das ist meine Bestimmung. Darum bin ich die ganze Zeit so schändlich am Leben geblieben. Das ist der Sinn meiner Existenz. Also stellt euch mir nicht in den Weg! Persona!
Ferdinand! In Deckung. Alles in Ordnung. Dieser Staubsauger, Basher. Deine Amtsinsignie beschützt dich also vor jeglicher Gefahr. Deswegen hat mein roter Pfeil dich nicht getroffen. Leute, die Amtsinsignie von Metropoliman ist offensichtlich sein Bogen. Passt auf, ich weiß nicht, was die roten Pfeile, von denen er gesprochen hat, bewirken. Aber wenn er sie abfeuert, müsst ihr besonders vorsichtig sein. Alles klar, danke Ludwig. Fussel, zerstöre seinen Bogen. Hier spielt die Musik. Wir müssen erst Johann aus dem Weg räumen. Alles klar. Fussel, volle Energie. Gar kein Problem. Dem fällt sich weg. Ich darf doch jetzt nicht einfach hier so verrecken. In dem Augenblick, in dem das Projekt Metropolis vollendet wird. Hey, das hätte doch viel mehr Schaden anrichten müssen. Fussel, was ist los? Oh, es tut mir leid, Luise. Ich hab einfach nicht mehr so viel Saft wie früher. Auweia, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Fussel ist mein Persona, mein anderes, verstecktes Ich. In anderen Worten, die Personifikation meines Hasses auf Ferdinand. Aber jetzt hasse ich ihn nicht mehr allzu sehr, weswegen auch Fussels Kräfte schwinden. Ich bin so nutzlos. Ach du Dummerchen, du musst doch gar nicht besonders stark sein. Allein deine Gesellschaft ist genug. Oh, danke, Luise. Wenn das hier vorbei ist, können wir im Winter zusammen einen Schneemann bauen. Na klar, ganz sicher. Wir werden das hier beide heile überstehen. Und dann werden wir zusammen einen Schneemann bauen. Ja! Hey Leute, habt ihr nicht was vergessen? Vergesst mich und macht diese Pisse endlich fertig. Oh wow, machst jetzt wohl auf cool, was? Lassen Sie ihn gehen. Sie Schuft. Oh, es scheint dir ernst zu sein. Aber du musst mir schon etwas mehr anbieten, wenn ich ihn am Leben lassen soll. Anwärter der 2. Klasse sind echt das Letzte. Wie wäre es denn, wenn ihr alle anfangt, um sein Leben zu betteln? Na los, macht schon! Was hat dieser Walter sich dabei gedacht, diese ganzen Psychopathen als Amtsanwärter auszuwählen? Das wusste ich nicht. Was soll ich sagen? Schrei mir nicht so ins Ohr, du alter Sack! Somit ist Ludwig nun ausgeschieden. Ein Hindernis weniger. Aber passt auf, der nächste Schuss trifft ihn. Also Waffen fallen lassen. Das ist doch ein roter Pfeil. Ganz genau. Ich werde gewinnen. Metropoliman, du törichter Narr. Mit meinem Ausscheiden hast du dir ins eigene Fleisch geschnitten. Du und Luise sind nun nicht mehr gleich auf in unserer Abstimmung von vorhin. In anderen Worten, durch mein Ausscheiden ist meine Stimme an dich erloschen. Und Luise hat soeben die Präsidentenwahl gewonnen. Du kannst zwar eine neue Abstimmung vorschlagen, allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass niemand hier erneut für dich stimmen wird. Ludwig Eisenberg liegt mit seiner Annahme fast richtig. Der vorzeitige Gewinner der Präsidentenwahl erhält temporär die maximalen Fähigkeiten der Amtsinsignie. Diese werden dann permanent auf den Nutzer übertragen, nachdem der Gewinner die Papiere des Präsidentenamts erhält. Bis dahin behalten die anderen Amtsinsignien noch ihre Fähigkeiten. An meinem Todestag werden dem Gewinner dann die Papiere von meinem Präsidentenamt überreicht. Wenn ihr euch noch einmal umentscheiden wollt, könnt ihr dies bis zu meinem Tode noch tun. Ansonsten ist Luise die neue Präsidentin. Vielen Dank. Diese Energie, Luise. Ich bin auf einmal unglaublich krass stark. Lass uns im Winter 1000 Schneemänner bauen. Fussel! Scheiße! Verdammte Kacke! Ich schwöre, ich werde euch töten! Dich genauso wie alle anderen hier! Das war's dann wohl. Es hat keinen Sinn mehr, Ludwig zu bedrohen. Es ist vorbei, Metropoliman. Nein! Nein! Das kann nicht sein!
derjenige. Wenn wir alle Kriminellen in unserer Welt töten, können wir dann endlich frei sein. Ganz sicher. Der Metropolis retten wird. Luisa, bin ich! Puzzle wird nicht rechtzeitig einen Energieball erschaffen können. Puzzle, nein! Obwohl ich all diese Power hatte, haben mich die ganzen Treffer etwas überstrapaziert. Oh, Luise, bau den Schneemann für uns beide. Was für ein Spektakel. Ein Haufen von Vollidioten, die sich füreinander aufopfern. Puzzle! Was seid ihr denn für Lahmärsche? Ihr dürft niemals zögern. Jetzt, wo Luise, also die vorzeitige Gewinnerin unserer Abstimmung, ausgeschieden ist, würde ich vorschlagen, dass wir eine neue Abstimmung vornehmen. Aber Ferdinand oder Wirm würden doch niemals für dich stimmen. Das werden wir ja sehen. Und noch eine Abstimmung gefällig? Ja, gerne. Bist du jetzt völlig durchgebrannt, Metropoliman? Jetzt hast du erst recht verloren. Ich habe jetzt nichts dagegen, aber... Und genau da liegst du falsch, Ludwig. Ferdinand, Wirm, für wen werdet ihr stimmen? Sicherlich für mich, oder? Nein, ich stimme für. Dachte ich mir schon. Deine Amtsinsignie kann ich also auch nach einem Treffer von meinem roten Pfeil noch retten. Aber das ist jetzt egal. Ferdinand, für wen stimmst du? Damit haben wir wohl gewonnen. Ich stimme für euch, Metropoliman! Was? Ferdinand, was tust du da? Das ist also die Fähigkeit deines roten Pfeils. Genau. Mit einem Treffer meines roten Pfeils kann ich meine Opfer nach Belieben kontrollieren. Sie werden meine Sklaven, die jeden meiner Befehle ausführen. Also gut. Ich stimme dann für mich, Metropoliman. Und somit gewinne ich die Präsidentenwahl. In die血色的黑夜童话，刹那间将所有光芒抹杀，偷走那时的火把，坠落下万丈悬崖，没有归处的人等待世界崩。